Für die Begriffe Karma, Schuld und Sünde gibt es viele Definitions- und Auslegungsmöglichkeiten. In diesem Video möchte ich dir die spannende Ansicht der Seelenlehre nach Walter Hasselmann und Frank Schmollke vermitteln. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass Karma und Schuld aus Sicht der Entwicklung der Liebes- und Erkenntnisfähigkeit betrachtet werden. Ich werde im Video auf folgende Weise vorgehen. Zuerst werde ich erläutern, was Schuld ist. Dann gehe ich darauf ein, wie sich die Wahrnehmung des Themas Schuld im Laufe der Inkarnationen und Seelenalter ändert. Anschließend erkläre ich, was Sünde ist, und den Abschluss bildet das Thema Karma und dessen Auflösung. Ich möchte zu Beginn gleich ein praktisches Beispiel für Schuldprozesse und Schuldgefühle geben. Im folgenden Zitat von der Quelle wird eine typische Familiensituation geschildert. Versetzt euch mal gerne in die einzelnen Rollen hinein. Zitat: Ein Familienvater sitzt sonntags mit seinen Angehörigen zu Tisch und verzehrt mit großem Appetit ein Steak. Macht er sich dadurch am geschlachteten Rind schuldig? Bliebe er unschuldig, wenn er sich vegan ernähren würde? Während des Essens ärgert er sich mehrmals heftig über die Tischmanieren seiner Kinder, über das, was sie erzählen, und die Erwartungen, die sie in ihm enttäuschen. Ist dies ein Aspekt seiner Schuld? Machen die Kinder sich schuldig an ihm, indem sie sich so verhalten, dass sie in ihm sogenannte negative Gefühle produzieren? Während des Essens denkt er an seine Geliebte und an deren jüngstgeborenes gemeinsames Kind, von denen seine Frau nichts weiß, und er empfindet Schuldgefühle, weil er nicht gleichzeitig bei seiner ersten Familie und seiner zweiten sein kann. Hatte er sich seiner Frau gegenüber durch die Verlagerung seiner Liebesfähigkeit auf einen anderen Menschen schuldig gemacht? Sind seine Schuldgefühle berechtigt? Sind sie Ausdruck eines Realkonflikts oder seiner Angst? Während des Essens versucht er ruhig und freundlich zu bleiben und den Anschein eines friedlichen Familiensonntags zu wahren. Lädt er damit Schuld auf sich oder nicht? Seine Frau spürt das Gekünstelte und die Spannung, die in dieser Situation liegt, spricht sie jedoch weder jetzt noch später an. Sie versucht, ihre Kinder vor Problemen zu schützen und auch sich selbst. Ist diese Entscheidung mit Schuldgefühlen zu Recht belastet oder tut sie das Rechte? Zitat Ende. Ich gehe davon aus, dass wir alle schon mal in vielen Situationen waren, in denen wir Schuldgefühle hatten und uns gefragt haben, ob wir uns für etwas schuldig gemacht haben. Doch was sagt die Quelle zur Schuldthematik? Was ist Schuld? Wann bin ich schuldig? Schuld entsteht, wenn ein Mensch sich selbst oder jemand anderem Leid zufügt. Der Schaden kann auf viele Arten hervorgerufen werden: materiell, körperlich, gesundheitlich und psychisch. Um das Gewicht einer Handlung zu bewerten, muss man die Motivation dahinter betrachten. Je bewusster und absichtlicher die Handlung ist, desto größer ist die Schuld. Es gibt nicht nur eine juristische Schuld, die auf Gesetzen, Gerichten, Strafvollzug und Freispruch basiert, es gibt auch moralische oder ethische Schuld, die nicht so einfach über Gesetze erfasst werden kann. Schuld ist unausweichlich. Schuldhaftigkeit ist ein existenzieller Teil des Lebens. Unsere Auseinandersetzungen mit anderen Menschen führen früher oder später automatisch zu Schuld. Das Aufladen von Schuld ist für uns deswegen sinnhaft, weil wir dadurch Auswirkungen unseres Entscheidens und Handelns erleben können. Daraus entwickeln wir dann unsere Liebes- und Erkenntnisfähigkeit. Problematisch ist der Glaube, ein Leben ohne Schuld führen zu können. Erst im Tod kehren wir in einen schuldfreien Seinszustand zurück. Wahrnehmung und Erkenntnis von Schuld wandeln sich im Laufe der Inkarnationen und der einzelnen Seelenalter. Ich werde jetzt auf die einzelnen Seelenalter eingehen und deren Zusammenhang zum Thema Schuld schildern. Zu den Seelenaltern habe ich bereits eine Videoreihe gedreht, diese werde ich dir oben im Video verlinken. Für das Verständnis des Videos ist diese Videoreihe aber nicht notwendig. In den Seelenaltern der Säuglingsseele, Kindseele und junge Seele wird viel Schuld erzeugt. Das Aufladen von Schuld ist notwendig für die seelische Entwicklung. Ich möchte besonders die Seelenalterstufe Jung 3 mit der Entfaltungsaufgabe Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde hervorheben.
Hier geht es im Speziellen um die Erzeugung von Rivalität und Feindschaft, um Hass, Verfolgung und Bestrafung. Die junge Seele wird sich aber vermutlich mit dem Thema Schuld nicht tiefgehend auseinandersetzen. Erst im Seelenalter der reifen Seele geht es zentral um Innenschau und Reflexion. Die reifen Seelen tragen ihre Schuld bewusst oder unbewusst ab, bekennen sich zu ihr, leugnen sie, verdrängen sie, interpretieren sie um und werden ungerechtfertigte Schuldgefühle los. Sie suchen nach Möglichkeiten, sich von ihrem Streben nach Schuld zu erlösen. Zudem wollen sie sich von der Vorstellung befreien, durch die Existenz schuldig zu sein. Sie bearbeiten das Thema Schuld aus der Perspektive der Gerechtigkeit und der Übernahme von Verantwortung. Ab dem Seelenalter der reifen Seele fühlen sich Menschen für Handlungen und Entscheidungen schuldig, die sie gar nicht hätten beeinflussen können. Sie reduzieren das Erzeugen von Schuld in dem Maß, dass es nicht mehr um massive juristische Straftaten geht. In den Seelenalterstufen Reif 2, 3 und 6 setzen sich die Menschen in besonderem Maß mit der Schuldthematik auseinander. Das Seelenalter Reif 2 hat die Entfaltungsaufgabe, anderen und sich selbst Unrecht vergeben. Menschen mit dem Seelenalter Reif 2 lernen Unrecht zu verzeihen und zu vergeben. Sie wollen Schuld zugeben und die Fehler und die Fehlbarkeit von sich selbst und anderen akzeptieren. Das Seelenalter Reif 3 hat die Entfaltungsaufgabe, einem schlechten Herrn treu dienen. Menschen mit dem Seelenalter Reif 3 sind loyal einem schlechten Herrn gegenüber und setzen dessen Willen um. Dadurch können sie sich in einem besonderen Maße Schuldgefühle aufladen. Und mit diesen muss sie sich auseinandersetzen. Das Seelenalter Reif 6 hat die Entfaltungsaufgabe, die Trennung von Schuld und Unschuld aufheben. Menschen mit dem Seelenalter Reif 6 lernen, dass das Ankämpfen gegen unabänderliche Prozesse von Schuld und Unschuld nicht zu innerem Frieden führt. Sie beginnen sich als Rädchen im Zusammenspiel zwischen Schuld und Unschuld zu akzeptieren und auf eine höhere Gerechtigkeit zu vertrauen. Zudem hören sie auf, sich und andere zu richten. Für alte Seelen geht es beim Thema Schuld mehr um die Authentizität und das Leiden am eigenen Unvermögen. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, wie man einen positiven Umgang mit dem Thema Schuld pflegt. Laut der Quelle ist es sinnvoll, seine existenzielle Schuldbereitschaft zu bejahen und zu akzeptieren. Es ist nicht ratsam, mit aller Kraft gegen die Schuldgefühle zu kämpfen. Es ist auch nicht ratsam, ständig das Aufladen neuer Schuldgefühle zu vermeiden. Das Aufnehmen der Schuld anderer ist nicht sinnvoll. Schuldgefühle im Voraus sind unnötig. Diese resultieren schließlich lediglich aus der Angst, einem anderen Schaden zufügen zu können. Bereitet uns jemand Schmerzen, müssen wir ihm keinen Groll hinterhertragen. Wir können ihm auch die Hand reichen. Welche Erfahrung hast du bis jetzt mit dem Thema Schuld gesammelt? Beschäftigt dich das Thema Schuld im Rahmen der Entfaltungsaufgabe deines Seelenalters? Schreibe deine Erfahrung gerne in die Kommentare. Als nächstes möchte ich mich mit der Sünde auseinandersetzen, die eng mit der Schuldthematik einhergeht. Der Begriff Sünde wird im religiösen Kontext für Handlungen verwendet, die falsch, böse, verletzend und zerstörend sind. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich alle Menschen wie Heilige verhalten sollen. Handeln sie nicht so, werden sie bestraft. Sünden sind für die Quelle Taten, die aus der Abwesenheit von Liebe entstehen. Sie sind diejenigen Konsequenzen, die durch liebloses Denken, Handeln und Zerstören hervorgerufen werden. Die Quelle hält die Vorstellung der Sünde für problematisch. Das liegt daran, dass große Ängste durch sie hervorgerufen werden können. Die Menschen werden durch sie von Handlungen und Entscheidungen abgehalten und in ihrer Entwicklung gehemmt. Sie werden mit Schuldgefühlen belastet. Außerdem werden sie an Erkenntnissen von Liebe behindert. Bestraft man Menschen für ihren Mangel an Liebe, treibt man sie möglicherweise immer tiefer in die Lieblosigkeit. Die Abwesenheit von Liebe ist in unserer dualen Welt notwendig. Das liegt daran,
dass es ohne die Abwesenheit von Liebe auch kein Bewusstsein von Liebe geben kann. Seelen wachsen an Erkenntnissen, wann Liebe waltet und wann nicht. Die Menschen sollten nicht nach religiösen Vorschriften und Gesetzen entscheiden, was richtig oder falsch ist. Sie sollten es selbst nach ihrem eigenen Vermögen entscheiden. Dadurch erhalten sie die Wachstumsmöglichkeit, die Verantwortung für sich selbst im Sinne der Liebe zu tragen. Jetzt komme ich zum Thema Karma. Ich möchte gleich vorwegschicken, dass die Quelle das Karma auf eine neue Art und Weise definiert. Für den Karma-Begriff der Quelle ist eine direkte Beziehung zwischen zwei Menschen notwendig. Das heißt nicht, dass andere Definitionen von Karma komplett falsch sind. Es sind schlussendlich einfach nur andere Definitionen. Im Buddhismus bedeutet Karma das Zusammenwirken von Ursache und Wirkung. Also, dass es in unserer Welt kausale Zusammenhänge gibt, möchte ich auf keinen Fall bestreiten. Aber ob das Karma-Konzept des Buddhismus richtig ist, kann ich nicht sagen. Doch was ist Karma? Beziehungsweise, was ist es nicht? Karma ist nicht Vergeltung. Karma ist nicht Strafe. Karma verursacht keine Krankheiten, um Menschen für Fehler in früheren Leben zu bestrafen. Karma ist kein Gesetz einer höheren Instanz, die darüber wacht, dass es eingehalten wird. Es gibt keinen Gott oder Bewusstsein im Hintergrund des Karmas. Karma ist das Gesetz des energetischen Ausgleichs. Wir können nicht in physischen Körpern leben, ohne uns dem Gesetz des Karmas auszuliefern. Wir können uns Karma ein bisschen wie ein Naturgesetz vorstellen. Das Naturgesetz der Gravitation passiert einfach. Wenn du einen Apfel loslässt, fällt er zu Boden. Es gibt keine höhere Instanz, die bewirkt, dass der Apfel auf dem Boden landet. Karma ist die seelische Verantwortlichkeit für die Auswirkungen von Taten, die eine andere Seele in der Verwirklichung ihres Inkarnationsplans nachhaltig behindern oder sie davon abhalten. Es gibt also 3 Voraussetzungen für Karma. Erstens: Der eine Mensch hat eine bewusste oder unbewusste Motivation, dem anderen Menschen Schaden zufügen zu wollen oder Unheil nicht abwenden zu wollen. Zweitens: Es gab keine Vereinbarung zwischen den Seelen, dass der Schaden zugefügt werden soll. Beispielsweise gibt es manchmal Vereinbarungen, um bestimmte Erfahrungen zu ermöglichen. Drittens: Die Erfüllung des Seelenplans des anderen Menschen muss behindert werden. Zum Beispiel kann Karma durch Tötung, Mord, Freiheitsberaubung, körperliches oder psychisches Leid, Quälerei, Folter und gesundheitliche Schädigungen entstehen. Karmische Taten verursachen zwischen den beiden Seelen sogenannte karmische Verstrickungen oder karmische Bindungen. Karmische Bindungen kommen meistens zwischen 2 Seelen der gleichen Seelensippe oder des gleichen Seelenstammes vor. Was Seelensippen und Seelenstämme sind, habe ich bereits in meinem Video zur Organisation des Seelischen erläutert. Für reife und alte Seelen ist es ausgeschlossen, neues Karma auf sich zu laden. Der Sinn von Karma ist die Entwicklung der Liebesfähigkeit und die Umwandlung von Angst und Hass in Liebe. Doch wie erkennst du eine karmische Verbindung? Mögliche Erkennungsmerkmale einer karmischen Verstrickung könnten sein: eine enorme Intensität in der Beziehung, ein Bedürfnis, gleichzeitig voneinander wegzulaufen und sich anzunähern, eine unerklärliche Mischung aus Liebe und Hass sowie Sehnsucht und Angst. Dabei haben Schuldige in ihrem Unterbewusstsein Schuldgefühle und Opfer Hassgefühle. Beide Seelen bedauern das Geschehene und möchten in eine Harmonie zurückfinden. Die Angst, etwas falsch zu machen, der Wunsch, aus Liebe etwas gut zu machen, Träume und Fantasien, die nicht mit dem jetzigen Leben übereinstimmen und in denen Wut oder Schuld empfunden werden. Als nächstes möchte ich mich damit beschäftigen, wie sich Menschen aus karmischen Bindungen befreien können. Die Befreiung aus einer karmischen Bindung ist unumgänglich, weil die Seelen sonst den Inkarnationszyklus nicht abschließen können.
Zudem spüren beide Seelen irgendwann ein überwältigendes Bedürfnis danach. Die Befreiung entsteht dadurch, dass zwei Menschen über eine längere Zeit eine fordernde und intensive Beziehung miteinander ausleben. Diese stellt eine große Herausforderung dar, weil zwischen beiden Menschen eine Hassliebe besteht. Das Karma wird durch die Liebesleistung aufgelöst. Es findet ein Verzeihen statt und entsteht eine tiefe Intimität. Die Voraussetzungen der Auflösung ist gegenseitige Liebe und Vertrauen. Darüber hinaus müssen bei der Auflösung der karmischen Bindung beide Seelen die Angst vor Ablehnung, Versagen, Fehlern und erneuter Schuldigkeit überwinden, sich authentisch zeigen und in die Konfrontation gehen. Kein karmischer Ausgleich entsteht durch Sühneopfer wie Selbstschädigungen, persönliches Leid wie Krebserkrankungen und einfaches und gut gemeintes Vergeben der anderen Person. Der Verlauf einer karmischen Verstrickung spielt sich häufig auf folgende Weise ab. Den Anfang bildet zunächst eine schuldhafte Handlung, wie zum Beispiel ein Mord. Danach kommt es oft vor, dass sich die Seelen in einem der folgenden Leben erneut begegnen und einen vermeintlichen Ausgleich schaffen. Also das ehemalige Opfer wird zum Täter und behindert den ehemaligen Täter ebenfalls an seinem Seelenplan. Dadurch wird ein Gleichgewicht des Hasses erzeugt. Das kann sich in den folgenden Inkarnationen des Öfteren wiederholen. Dieser Teufelskreis wird erst dann beendet, wenn beide Seelen bereit sind, einen neuen Weg einzuschlagen. Bevor Vergebung entstehen kann, benötigen die Seelen mehrere bis viele Leben, in denen sie ihren Hass und ihre Lust an Rache abbauen. Danach können sie sich in Liebe begegnen und vergeben. Die Auflösung der karmischen Verbindung muss nicht bei der nächsten Begegnung der Seelen geschehen. Sie kann verweigert werden. Daran ist überhaupt nichts Schlechtes oder Böses. Ich möchte diese Verweigerung beispielhaft anhand eines Zitats der Quelle illustrieren. Zitat: Ein Mensch hat einem anderen Menschen keine Hilfe geleistet, als dieser vor seinen Augen verblutete, obgleich er diese Hilfe hätte leisten können. Er wollte sich nicht verstricken lassen und hat sich dadurch verstrickt. Dies ist zum Beispiel bei einer Fahrerflucht der Fall. In einem späteren Leben ist es denkbar, dass derjenige, der seinen Mitmenschen einst verbluten ließ, ein Arzt ist oder eine Ärztin. Ein kleines Kind, das aus dem Fenster gefallen ist, wird in die Praxis gebracht und hat Verletzungen davongetragen, die es schwierig, aber nicht unmöglich machen, dieses Leben zu retten. Der Arzt nun, aufgrund seines unbewussten Schuldgefühls gegenüber der Seele dieses Kindes, die er einst geschädigt hat, versucht sein Menschenmögliches aus vollem Herzen und aus ganzer Liebe, um dieses Kind zu retten. Das Kind jedoch beschließt zu sterben. Es bedeutet, dass seine Seele die karmische Wiedergutmachung durch den Arzt verweigert. Dies mag den Arzt wiederum in einen Konflikt bringen, der heilsam ist. Ein latentes Schuldgefühl kann aktiviert werden, ohne dass etwas Wesentliches verloren geht. Vielleicht wird der Arzt ein Leben lang an dieses Kind denken, denn diesmal liegt es nicht an ihm, dass das Kind das Zeitliche segnet. Es ist der Wille der Seele, ein Signal zu geben, um etwas Neues in Gang zu setzen. In einem späteren Leben dann kann eine weitere Situation geschaffen werden, wo der Ausgleich stattfindet. Zitat Ende. Das war's von meiner Seite zum Thema Karma. Jetzt bist du dran. Mich würde Folgendes interessieren. Welches Wissen hast du schon zu Karma, Schuld und Sünde gesammelt? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Bist du einmal einem Menschen begegnet, mit dem du eine karmische Verstrickung hast? Teile uns das gerne in den Kommentaren mit. Mehr Informationen zu Karma, Schuld und Sünde befinden sich in den Büchern Seelenwaage, Seelenfamilie, Weisheit der Seele und Welten der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike. Auf den Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org findest du weiterführende Informationen und Materialien zur Seelenlehre sowie Möglichkeiten des Austauschs
und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zu den Themen Karma und Schuld und zur Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoyke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.